Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute zeige ich dir eine Art, wie man den Lichtschalter vom Smart 450 reparieren kann. Oft liegt es einfach nur an den kleinen Kontakten im Schalter, wie du gleich sehen kannst. Hier sieht man jetzt die kleine Markierung für die Einstellung des Lichtschalters. Wir drehen den Schalter also auf die Einstellung Nebelschlussleuchte. Dann habe ich einen breiten Schlitzschraubenzieher genommen und wie du hier sehen kannst, wird der ein wenig gedreht und damit kann man jetzt die Kappe vom Schalter lösen. Ich habe dann ganz vorsichtig die Kappe vom Schalter abgezogen, weil unter meinem Zeigefinger ist ein kleiner Stift, ein kleiner Bolzen, der mit einer kleinen Feder versehen ist. Dieser. Den muss man nämlich vorsichtig rausnehmen und damit der nicht von alleine abhaut, habe ich halt meinen Finger da drauf gehalten. Hier sieht man jetzt die Mechanik bzw. die kleinen Kontakte, die für die verschiedenen Lichteinstellungen zuständig sind. Wie man hier jetzt sehr schön sehen kann, ist dieser Kupferring leicht verdreht. Somit liegen die Kontaktflächen nicht parallel zueinander. Das ist oftmals eigentlich nur das Problem. Es kommt auch vor, dass ein Kontakt, meistens der vom Abblendlicht, etwas korrodiert ist. Man muss den Ring etwas runterdrücken, dann kann man den etwas verdrehen. Dann liegen die Kontakte auch wieder schön parallel aufeinander. Am besten macht man an dieser Stelle dort, das zeige ich gleich nochmal, dass man da etwas Kleber aufbringt, dass der Ring sich nicht mehr verdrehen kann. Am besten irgendwie Silikon oder ein 2-Komponenten-Kleber. Ich zeige euch hier jetzt mal so einen leicht korrodierten bzw. leicht abgebrannten Kontakt. Hier könnt ihr diesen Kontakt mal von ganz nah sehen. Man sieht, dass der Kontakt ein wenig rau ist. Unten dieser runde Knubbel. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich den ganz vorsichtig mit ganz feinem Schmirgelpapier gereinigt habe. Zunächst habe ich dafür hier diese Kontaktfläche nach links rüber gedrückt, damit ich dann Platz hatte, mit dem feinen Schmirgelpapier zwischen diese beiden Kontaktflächen zu gelangen. Ich habe dann ganz vorsichtig dieses feine Schmirgelpapier zwischen die beiden Kontaktflächen geschoben und auch ganz vorsichtig die Kontakte sauber geschliffen. Somit ist gewährleistet, dass wieder ein guter Stromfluss zustande kommt und dann brennt da auch nicht so viel ab oder da wird der Schalter nicht so belastet, weil dieser Übergangswiderstand, der da entsteht durch diese Korrosion, die bewirkt eben, dass der Schalter oft sehr warm wird. Das haben bestimmt auch viele von euch schon bemerkt. So, dann den Ring wieder richtig gerade drehen, dass die Kontaktflächen wieder parallel zueinander stehen. Schön einstellen. Und dann sollte man an diese Stelle hier, die ich euch jetzt zeige, etwas Silikon geben oder wie gesagt Pattex oder einen 2-Komponenten-Kleber, sodass gewährleistet ist,
dass sich dieser Kupferring nicht mehr verdrehen kann. Dann habt ihr auch wieder guten Stromfluss, guten Kontakt, euer Licht wird gut funktionieren und wenn der Kleber trocken ist, kann man den Schalter auch wieder zusammenbauen. Um den Schalter wieder einwandfrei zusammenzubauen, muss in dieses kleine Löchlein wieder der klitzekleine Bolzen, der mit der klitzekleinen Feder. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass der kleine Bolzen nicht auf einmal verloren geht. Da war der Bolzen schon wieder weg, so schnell kann das gehen. Also passt schön auf, dass der nicht verloren geht, weil das ist der Arretierungsbolzen für die Kappe, für die Lichteinstellungen. Jetzt müssen wir darauf achten, dass diese Markierung mit der Nebelschlussleuchtenmarkierung genau übereinstimmt. Dann können wir die Kappe wieder draufsetzen. Dann muss man diesen kleinen Arretierungsbolzen mit dieser Feder wieder etwas reindrücken. Dann kann man die Kappe weiter drauf schieben und jetzt mit etwas mehr Kraft kann man die Kappe also komplett wieder auf den Schalter schieben und wenn das Ganze so funktioniert und einrastet, wie man das hier sieht, hat man alles richtig gemacht. Super! Ich hoffe, dass ich dir auch dieses Mal wieder mit meinem Video helfen konnte. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Aber noch wichtiger wäre mir, dass du meinen Kanal abonnierst, damit ich weiß, dass ich auch für dich hier weitermachen soll mit meinen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video.